Der breite Aktienmarkt performt in letzter Zeit wirklich extrem stark und es wird zunehmend schwierig, diesen mit einzelnen Aktien outzuperformen. Wir schauen uns heute mal ein paar Gründe an, warum du wirklich unbedingt in ETFs investieren musst und wie man vielleicht auch der Problematik so ein bisschen entgegenwirken kann, warum jetzt viele Einzelwertdepots den Markt underperformen, also schlechter laufen wie klassische Kursindizes wie der Nasdaq oder der S&P 500 etc. Zunächst schauen wir uns jetzt mal die Top 10 Positionen im Nasdaq an. Ich spreche jetzt hier in erster Linie über den Nasdaq 100. Das ist natürlich da, wo auch die Gewichtung die größte Rolle spielt, weil da eben nur 100 Werte drin sind und der besonders konzentriert ist. Und umso mehr Positionen in einem Index sind, umso weniger spielt jetzt die ganze Dynamik eine Rolle, die ich jetzt anspreche. Also wir schauen jetzt hier mal die Top 10 Werte an und es ist jetzt hier im Nasdaq 100 im Moment auf Platz 1 Microsoft, danach Apple und dann schon Nvidia. Die haben alle eine wirklich wahnsinnig hohe Gewichtung. Also Microsoft hier mit einer Gewichtung von 8,7%, Apple 7,5%, Nvidia 6,3%. Dann kommt sowas wie Amazon mit 5,4, Broadcom mit 4,6, Meta mit 4,4. Also es ist wirklich eine sehr, sehr hohe Konzentration. Und wir sehen, dass die Top 3 Positionen schon 25% des ganzen Index ausmachen. Also es ist wirklich, wirklich Wahnsinn. Wenn man jetzt diese Top 10 hier zusammenrechnen würde, dann käme man da schon auf so einen Anteil von knapp 50%, 40 bis 50% vom ganzen Nasdaq 100. Also es ist wirklich extrem konzentriert. Da ist dann noch sowas wie Alphabet drin, natürlich Google, Costco, Wholesale ist mit drinnen, Tesla und AMD. Also das sind so wirklich die Top 10. Das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil die sind auch alle in letzter Zeit wirklich sehr stark gelaufen. Und der Nasdaq, der hat jetzt zuletzt auch die 20.000 Punkte Marke erreicht und tendiert da auch noch knapp dran. Also es ist wirklich extrem, wie die Performance hier war von diesen Aktien in letzter Zeit. Ja, mal zur Praxis. Also der Nasdaq ist natürlich ein Kursindex, also da sind jetzt noch keine Dividenden eingerechnet, die müssen in der Performance noch oben drauf gerechnet werden. Und es erfolgt die Gewichtung nach der Marktkapitalisierung. Heißt, wenn Microsoft im Kurs steigt, das führt natürlich dazu, dass die Marktkapitalisierung sich erhöht. Heißt auch, dass die Gewichtung hier höher wird in dem Index. Das gilt natürlich für alle anderen Aktien in dem Index auch. Das führt dazu, dass wenn Aktien gewinnen, also die Kurse steigen, sich die Marktkapitalisierung eben hier erhöht und damit erhöht sich auch die Gewichtung im Index. Das heißt, Gewinner werden übergewichtet, deswegen haben wir ja auch so eine hohe Konzentration in diesen ganzen Tech-Aktien, weil die eben so gut laufen, haben wir da wirklich eine extrem starke Übergewichtung im Vergleich zu den Verlierern. Also die Verlierer, zum Beispiel jetzt ja, AMD oder Tesla von mir aus. Tesla ist ein gutes Beispiel. Tesla hat eine Einjahres-Performance von minus 26% und deswegen hat man hier nach Marktkapitalisierung die Gewichtung einfach runtergeschraubt. Ja? Und die Loser werden einfach weniger gewichtet wie die Gewinner. Das führt halt dazu, dass die Loser immer weniger von der ganzen Performance ausmachen und die Gewinner immer mehr. Ja, also hat man prozentual gesehen weniger Verlierer und mehr Gewinner. Hier sieht man das nochmal ganz schön als Heatmap aufgeschlüsselt und da sieht man auf einen Blick auch, wie krass das ist mit diesen Top-Positionen: Microsoft, Apple, Nvidia, Meta, Broadcom, Amazon, Google. Also diese großen Blöcke, die sind jetzt prozentual gewichtet und gänzlich hier unten sind alle anderen Positionen, die da irgendwo noch im Nasdaq rumfliegen. Und da sieht man einfach, wie verrückt konzentriert dieser ETF jetzt ist. Das ist natürlich beim S&P 500 in ähnlicher Ausprägung der Fall, aber jetzt nicht so extrem wie beim Nasdaq, aber es ist jetzt eben vor allem im Nasdaq die extremste Form. Ja, und jetzt schauen wir uns mal die Problematik an. So, das Problem ist, wenn ich ein eigenes Depot habe. Und wir haben jetzt hier einfach mal ein Depot mit 6 Aktien drinnen. Ist jetzt erstmal egal, wie viele Aktien da drinnen sind, aber wir gehen jetzt einfach davon aus, wir haben jetzt 4 Aktien, die sind im Plus. Wir haben eine, die ist richtig gut im Plus, 60% gestiegen. Eine mit 20%, eine mit knapp drunter und eine ist ganz leicht im Plus. Dann haben wir noch hier 2 Aktien.
die im Minus tendieren, eine mit minus 40% und eine mit minus 20%. So, jetzt gehe ich als Privatanleger her und schaue mir natürlich mein Depot hier an und sehe, wow, 60% Rendite, geil. Ja, die ist halt jetzt teuer, aber da kaufe ich jetzt nicht mehr nach. Minus 20%, wow, ist auch schon gut gelaufen, da warte ich auf den Rücksetzer. Hier knapp im Plus, ja, könnte ich mir überlegen, dass ich da vielleicht nochmal nachkaufe und dann sehe ich, boah, minus 40%. Ach du Heilige. Ja, da muss ich ja unbedingt nachkaufen, weil das ist ja jetzt viel, viel günstiger wie zu meinem Einstiegskurs. Und ich muss meinen Einstiegskurs hier unbedingt bei dieser sechsten Aktie, die minus 40% gemacht hat, drücken. Also ich will natürlich, zumindest der Gedanke bei den meisten Privatanlegern ist, dass ich mein Depot bei den schlecht gelaufenen Aktien weiter aufstocken möchte. Und weil wenn ich natürlich hier oben in den Aktien, die gut gelaufen sind, weiter zukaufe, dann wird natürlich auch meine Gewichtung irgendwann ungerade. Also ich möchte ja irgendwo auch immer eine ähnliche Gewichtung im Depot haben, dass das sowieso nicht erreichbar ist und unrealistisch ist. Das stellt man dann meistens erst nach ein paar Jahren fest. Aber man tendiert einfach dazu, immer diese Verliereraktien nachzukaufen. Ja, und das ist eben genau das Problem und der Fehler, den viele machen. Und das ist der Grund oder das ist die Ursache, die dazu führt, dass man eben im Vergleich zu ETFs dann auch viel schlechter performt. Eigentlich müsste man wirklich sich auf die Gewinner konzentrieren, hier nachkaufen, hier nachkaufen, hier nachkaufen, eben nach der Performance, also hier vielleicht mehr nachkaufen wie hier, weil man hat natürlich immer wieder das Risiko, dass man hier in den Zyklik reinkauft, also man kauft nahe Allzeithoch und dann kommt die Korrektur runter auf 20%. Das kann natürlich auch passieren. Aber was der Nasdaq und die ganzen Indizes eben zeigen, dass es wirklich vorteilhaft ist, wenn man diese Gewinner immer weiter übergewichtet, ja, und die Verlierer eben untergewichtet mit der Zeit. Und das muss man wirklich beachten und vorsichtig sein, dass man sich nicht hier zu stark in diesen Verliereraktien verliert, sozusagen. Ja, das habe ich jetzt hier nochmal zusammengefasst. Also man stockt einfach diese ganzen Verlierer auf und im schlechtesten Fall verkauft man sogar seine Gewinner. Also man muss sich klar sein, in 80 bis 90% aller Fälle hat das einen Grund, warum eine Aktie richtig gut läuft. Also es kann schon mal sein, dass es eine Disconnection gibt zwischen fundamentalen Daten und dem Kurs. Aber das muss man immer extrem genau evaluieren, ob das wirklich der Fall ist oder ob da wirklich fundamentale Synergien dahinter stecken, warum die Aktie jetzt steigt. Weil wenn ich meine Gewinneraktien stutze und da Gewinne mitnehme und das in Verliereraktien stecke oder in irgendwas, was, keine Ahnung, wo jetzt halt neu investiert wird, das ist immer schwierig und kann dazu führen, dass man dann eine deutliche Underperformance im Vergleich zum Nasdaq 100 liefert. Ist jetzt in dem Fall der Nasdaq Composite, aber erstmal irrelevant. Auch da sieht man jetzt hier schön, dass der 30% im letzten Jahr gemacht hat. Und da garantiere ich euch fast, also da allerwenigsten Depots werden hier 30% im letzten Jahr gemacht haben, sofern die nicht Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, was weiß ich drinnen haben. Also sobald man diese großen Tech-Werte, die in den Nasdaq und in dem S&P 500 und so weiter so hoch gewichtet sind, sobald man die nicht drinnen hat, ist man direkt unten durch. Ja, und das führt einfach dazu, dass man eine deutliche Underperformance hat im Vergleich zum ETF. Und wir müssen natürlich alle feststellen, dass wenn wir Einzelaktien haben und da rein investieren, dann ist unser Ziel, dass wir den Markt auf jeden Fall outperformen oder wir versuchen möchten, die Schwankung rauszunehmen. Das ist noch ein Argument, dass ich praktisch mein Risiko reduzieren möchte, investiere in deutlich solidere Aktien und ja, verzichte dann dafür im Vergleich eben auf die Rendite. Ist ja klar, Risiko und Rendite, die gehen immer einher. Wenn ich in eine Realty Income investiere oder was weiß ich, die hat weniger zyklisch, die schwankt vielleicht weniger, das ist jetzt in letzter Zeit vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber langfristig gesehen, dann ja, möchte ich einfach weniger Risiko in Kauf nehmen, aber sag halt dann auch dafür, ja, ich möchte gar nicht so stark wie der Nasdaq oder so performen. Aber wenn das Ziel ist und man jetzt nicht unbedingt auf diese Stetigkeit und Stabilität setzt, dann möchte man natürlich mindestens so gut wie hier so ein zentraler ETF performen, weil sonst können wir uns das alles hier sparen. Dann können wir aufhören, in Einzelaktien zu investieren und können nur auf einen ETF setzen.
So, also das ist mal so der Gedanke dazu. Und wir schauen uns jetzt gleich die Lösung an zu dem Problem oder meine Gedanken, wie man das vielleicht umgehen könnte. Aber davor hier noch, wenn ihr noch ein Depot braucht für Einzelaktien, Schweizer Aktien, was weiß ich, vielleicht neue Strategie, Cashflow oder Sparplandepot, dann hat Finanzen Net Zero jetzt gerade eine coole Aktion für dich. Und zwar mit dem Promocode EM2024 und meinem Link in der Beschreibung könnt ihr bis zu 75 € als Prämie bekommen, wenn ihr da ein kostenloses Depot eröffnet. Es sind auch sehr, sehr niedrige Gebühren da, also echt top. Benutze ich auch selber tatsächlich. Also für jedes Tor, das die deutsche Nationalmannschaft da schießt bei der EM, bekommt er 5 € zusätzlich zu den 25 € Startguthaben. Finde ich ganz witzig. Also wer da vielleicht Bedarf hat, gerne mal auschecken. Damit unterstützt ihr natürlich auch mich. Ja, jetzt schauen wir uns die Lösung an. Also meine Lösung, die steht da noch gar nicht so fest. Ich habe da noch keine richtige Lösung gefunden. Deswegen wäre es auch ganz schön, wenn da vielleicht einer Gedanken dazu hat von euch. Dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Aber so viel mal zu meinen Gedanken hier. Ja, der ETF als Core im Depot macht natürlich Sinn, wenn ich, weiß ich nicht, 50% meines Depots komplett in ETFs investiere, dann nehme ich diese Schwankung und diese Problematik mal zu 50% raus und reduziere das Risiko, dass einzelne Aktien im ETF, die ich nicht im Depot habe, extrem stark laufen. Und ich nehme mir so ein bisschen den Zugzwang weg, dass ich immer schauen muss, dass ich meine Verlierer nicht zu stark gewichte und schauen muss, dass ich meine Gewinner weiterlaufen lasse und die vielleicht sogar noch leicht nachkaufe. Und dieses leicht nachkaufen, das ist jetzt genau der Punkt. Wenn eine Aktie stark im Plus ist, habe ich ja keinen Bock, da wirklich extrem viel Geld einzustecken. Und vor allem habe ich halt auch nicht mehr diese Zyklik in den Marktphasen, wo ich sagen kann, jo, wir sind jetzt in der Korrektur, es lohnt sich jetzt zu kaufen. Deswegen wäre eine Alternative, hier Sparpläne auf gut laufende Aktien einzustellen. Da muss man sich natürlich dann fragen, ja, ab wann ist das denn der Fall? Mache ich das ab 10%? Muss die Aktie da gerade ein neues Allzeithoch erreicht haben? Oder was sind die Kriterien, dass ich einen Sparplan auf eine Aktie laufen lasse? Oder mache ich das gänzlich auf alle Aktien? Dann habe ich aber wieder das Problem, dass ich alle Aktien gleichgewichte. Also man müsste sich dann wirklich konzentrieren auf die Gewinner und da anfangen, Sparpläne darauf laufen zu lassen, in irgendeiner Höhe von der Position abhängig, was weiß ich, 5%, 10%, keine Ahnung. Und das führt natürlich dann dazu, dass die Gewinner immer leicht übergewichtet werden im Vergleich zu den Verlierern. Und absolut wichtiger Punkt, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, die Gewinner muss man laufen lassen. Ja, wenn man seine Gewinner zu früh verkauft, das führt absolut zu einer Underperformance. Da muss man immer ganz genau hinschauen. Also da wirklich vorsichtig, viele Leute haben da Broadcom verkauft bei 50, plus 50%. Ja, die Aktie hat jetzt seit 2023 plus 250% gemacht. Hätte ich das Ding verkauft, bloß weil das 100% im Plus ist, dann hätte ich mir den Arsch gebissen. Ja, also man muss dann immer gucken, hat das wirklich einen fundamentalen Hintergrund, macht es Sinn, die Aktie jetzt zu verkaufen und man muss abwägen, was mache ich da mit meinem Geld, investiere ich das dann in irgendeine andere Aktie und wird die neue Investition ähnlich stark performen im Vergleich zu der Aktie, die ich verkauft habe? Was hoffe ich mir da? Also immer grundsätzlich die Frage stellen, wenn ich die Aktie umschichte und die verkaufe und in was Neues investiere, kann die neue Investition die alte Investition schlagen in der Performance? Und wenn die Antwort nein ist, dann verkaufe ich die alte Aktie nicht. Als nächstes ist Verlierer stutzen. Ja, wenn ich eine Aktie habe, die wirklich extrem beschissen läuft, schlecht läuft und hier ja, minus 30% im Depot habe und das charttechnisch und so weiter einfach auch nicht mehr passt, dann muss ich die Position stutzen, Verlierer rausnehmen, das in Gewinner umschichten oder in andere Positionen umschichten und ja, versuchen einfach die Kursverluste möglichst klein zu halten. Das letzte ist, ja, man möchte natürlich immer in Korrekturen investieren. Ich glaube, dass man da auch so ein bisschen dieses Problem rausnehmen kann, dass die Gewinner immer übergewichtet werden, weil wenn wir die Zyklik uns anschauen, dann ist es natürlich immer am besten, wenn man in Korrekturen investiert im Vergleich zu ganz normalen Hypephasen. Und das sehen wir jetzt mal kurz hier in dem Nasdaq 100 nochmal, jetzt auf Wochenbasis, sehen wir natürlich, das Ding hat schon immer mal wieder korrigiert. Und man hat immer mal wieder so kleine Korrekturen, 2019, Corona, und natürlich 2022 wirklich relativ tiefe Korrekturen auch gehabt. Und wir hatten auch immer mittelfristig mal so ein paar
Dips nach unten im Tageschart. Also hier und hier. Und da wäre es natürlich besonders interessant, dass man dann Aktien aufstockt, wenn der Gesamtmarkt in so einer kleinen Korrekturphase drinnen ist, dass man da sagt, jo, ich kaufe jetzt nach. Ja, also die Zyklik spielt natürlich eine große Rolle. Man läuft aber dann Gefahr drauf, dass man eben hier in so einer Phase ist wie hier, von 2016 bis 2018, läuft aber der Markt einfach schnurstracks nach oben über 2 Jahre und man wartet die ganze Zeit auf so eine Korrektur, wie hier oder hier. Und dann habe ich 2 Jahre Performance verpasst. Mein Geld liegt irgendwo am Tagesgeld rum oder keine Ahnung. Also man muss dann sich wirklich die Frage stellen, ja, lohnt sich diese Spekulation dann auf diese Korrekturen oder nicht? Und deswegen, meiner Meinung nach, macht es absolut Sinn, ETFs ins Depot zu nehmen. Ich weiß, dass da viele auch keine im Portfolio haben oder sehr viele sagen, ja, warum soll ich einen ETF kaufen? Ich bin so schlau, ich kenne mich so gut aus, keine Ahnung. Ähm, ich kann Charttechnik, ich will keine ETFs im Portfolio haben, aber da läuft man wirklich Gefahr, eben den ganzen Markt deutlich davonlaufen zu lassen und man selber halt viel schlechter dasteht im Vergleich und das muss man wirklich abwägen, ob es das dann wert ist. Ja, also meine Lösung ist jetzt so ein bisschen, auf jeden Fall ein ETF mit ins Depot zu nehmen. In meinem Fall ist es der S&P 500, aber natürlich keine Anlageberatung, das muss jeder von euch selber wissen und den dann auch sparplanmäßig weiterlaufen zu lassen, um die Gewichtung bei den ETFs gleichzuhalten, auch im Vergleich zu Investitionen in Einzelaktien. Und für mich ist es Allerwichtigste, dann in Einzelaktien in solchen Korrekturen hier zu kaufen und nicht auf den absoluten Höchstständen, sondern wirklich diese Markttendenzen und Zykliken zu beachten. Ja, aber das war's zu diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mal irgendwie ein bisschen andere Art. Geht schon wirklich auch tief rein in die ganze Systematik. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke, ciao.